tell the story about Kevin. Auf geht's, Feuerwerk! Was steht heute auf dem Trainingsplan so an? Also erstmal einlaufen, Okay, wie lang? 20 Minuten und dann die Intervalle mit 3x6, 15, 15 und danach noch I3, 12 Minuten. Ja, das war's. Ich bin nicht stark genug. Ja, welcher ist das? Den auch noch ab. Achso, warte, ich hab den Stock wieder reingetan. Nein, das glaube ich nicht. Konzentration bitte. Und auf geht's, hopp. Und hopp und rein, hopp. Und richtig drücken, hopp, auf geht's, hopp. Also das Wichtige ist eigentlich bei so einer intensiven Einheit, dass man nicht ohne Ende Techniktipps gibt, aber es ist halt bei so einem Intervall oder bei diesen 15 Sekunden eigentlich ganz hilfreich, wenn man nochmal kurz so einen Push von außen gibt, sagt, hey, auf geht's, hopp. Das ist eigentlich so, also ich bin kein Trainer oder so am Ende, aber trotzdem irgendwie einen kleinen Hinweis geben ist schon nicht schlecht. Die waren alle so ein bisschen rechts, also du könntest zwei oder drei Klicks mal nehmen. Wenn sich das nicht auszahlt. Das zahlt sich schon aus. Früher oder später. Also es sah jetzt auch bis zum Schluss eigentlich recht gut von der Technik aus. Dann noch jetzt ganz schön schnell rum. Naja, ich habe ja noch ein bisschen gearbeitet. Ach so. Toll. Also keine effiziente Zeit oder was? Manchmal muss man auch einfach. Jetzt noch mit dem Training. Jetzt können wir uns umziehen, würde ich sagen. Ready. Ready? So. Ich mache immer gute Bilder, oder? Ja, macht er. Hey, jetzt lügt nicht. Ich glaube, das Coole daran ist, dass im Sport halt irgendwie alles so schnell geht und die Bilder irgendwie nicht so vorherzusehen sind und dass die Emotionen irgendwie wichtig sind dabei. Also es entsteht, selbst wenn man irgendwie so Schweiß im Gesicht hat, sind irgendwie Sportbilder. Ja. Ja, du musst erzählen, was wir heute machen. Warum nicht? Na, ich kenne doch nicht nur deinen Trainingsplan aus. Na, du sollst doch sagen, dass wir nach Hause fahren. Hä? Erst mal zuvor wird 30 Minuten gerannt, dann machst du noch 1 Stunde 30 Krafttraining. Und danach fahren wir nach Hause und dann gibt's Essen, weil ich koche.
Nein, die Mama kocht. Nein, ich koche. Ich habe das schon ausgemacht, was wir machen. Und was machen wir? The best one. Flammkuchen. Wie immer. Hallo? Let's go. Ja, ich verstehe. Kurz und schmerzlos. Es ist natürlich cool, jeden Tag hier zu trainieren, da wo auch die Weltmeisterschaften stattfinden. Einfach zu sehen, dass man hier schwitzt. Das ist irgendwie cool, die ganzen Sportstätten einfach auch zu erleben und einfach ein Teil des Ganzen zu sein. Also jetzt fahren wir nach Hause zu meinen Eltern. Ich hoffe, das Essen ist schon fertig. Es ist natürlich cool, so eine kurze Strecke nach Hause zu haben, die halt nur 30 Minuten beansprucht. Das macht es für die Regeneration einfacher. Meine Eltern sind die Strecke früher oft gefahren, weil ja, als kleines Kind musste ich öfters nach Oberhof. Und es ist natürlich immer wieder das Gleiche, aber es ist auf jeden Fall schön, nach Hause zu kommen. Also normalerweise komme ich eigentlich jedes Wochenende nach Hause. Durch Corona war das jetzt ein bisschen schwieriger. Wir mussten uns einfach einschränken, gerade so was die Hygienemaßnahmen anbelangt. Genau, aber ich versuche natürlich so oft wie möglich nach Hause zu fahren. Es ist natürlich schön, nach Hause zu kommen und zu wissen, dass die Eltern irgendwie immer hinter einen stehen, egal ob es ein letzter Platz oder auch das Podium ist. Das ist schön zu wissen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass der Sport dann irgendwie auch nur der Sport ist. Nach Hause zu kommen bedeutet dann auch immer wieder einfach mal abzuschalten und nicht 24/7 den Sport zu haben. Du schneidest und ich esse. Wie immer. Sie schaut immer hier. Da. Immer hier. Dann hat sie das iPad an, dann den Fernseher dabei, dann hat sie das Maskottchen. Da sitzt sie hier und verfolgt das. Ich mache die Schiebetür zu und ich sitze ganz hinten in der Stube. Weil sie immer über das iPad schaut, da ist es schneller über Stardust-Sender. Und deswegen, das kann ich nicht leiden. Treffer ist oder nicht halt. Und so wird hier geschaut. Ja. Davor ist es immer so, dass Mama viel emotionaler ist. Das sind immer solche Texte mit 1000 Emojis. Und Papa ist da irgendwie so kurz und schmerzlos viel Erfolg. Nach der Bronzemedaille war halt, ja, Wahnsinn hier, weil es ja früh war. Also wir saßen bis abends um 9. Ich wusste nicht, wie viel Flaschen, also ich musste die Flaschen Sekt zählen, ich weiß nicht wie viel, das war bestimmt 20. Das kam Kunst und Kunst kam und hat gefeiert und ja. Und das war natürlich dann schon schön, gell? Mit allen zusammen zu feiern. Oder die Nachbarn haben angehalten, draußen gratuliert und dann sind sie gleich weitergefahren. I like to tell the story about Kevin. Wir haben zusammen begonnen als Sportler, oder? Und dann war irgendwie so die Entscheidung, okay, was machen wir? Gehen wir auf die Sportschule oder gehen wir nicht? Und Kevin hat sich dann irgendwie so dagegen entschieden. Und bei mir war gleich klar, okay, ich will das halt auf jeden Fall irgendwie probieren, das Abenteuer. Und dann ist Kevin Koch geworden.
Und hat Ich bin kein Koch geworden. Ja, aber ich hatte den Berufswunsch, Koch zu werden, aber das habe ich ziemlich schnell dann irgendwie verschmissen, weil es war irgendwie... das Probieren leckerer war. Es war Als alles andere. Er hatte nämlich seine eigene Kochschürze, Nee, Kochjacke. Kochjacke und jedes Wochenende gab es dann irgendwie so, ja, ganz unterschiedliche Gerichte. Doch das Probieren war leckerer. Und deshalb stehen wir jetzt hier als Fotograf und Sportler. Kevin wollte halt unbedingt eigentlich mit Vanessa auf die Sportschule. Aber weil es halt im Langlauf nicht geklappt hat, hat er dann probiert, vom Sessel aus Skispringen zu machen und so. Das war ganz früher. Er geht weiterhin mit ihr auf die Schule und das macht er. Und wenn nicht, macht er Bob oder irgendwas anderes. Er wollte unbedingt, war halt schlimm, die zwei auseinander wegen Zwillingen halt. Zu reisen. Manchmal war es aber auch gut, weil Regelschulzeit war schon eine harte Zeit für mich. Ja, für dich. Wenn alle meine Lügen aufgedeckt wurden. Weil eigentlich wollte ich cool sein bei den Jungs. Aber Kevin hat das irgendwie gleich geregelt. Naja, also ich habe immer so Sachen erzählt, die irgendwie cool rüberkommen sollten. Und er immer gleich, nein, das stimmt nicht. Ja. Zu ehrlich. Also Kevin wollte bei Olympia eine Medaille gewinnen. Ja, und dann habe ich halt eingetragen, das ist meine Seite. Cool, oder? Das will ich werden, Sportlehrerin und Feuerwehrfrau. Und hier habe ich eingetragen, mein allergrößter Wunsch bei Olympia eine Medaille. Vanessa ist dann halt immer Deutschland-Pokal gelaufen. Nee, Schülercup erst. Oder ja, Schülercup halt von Langlauf. Und Kevin hat sich damals eine Kamera gekauft und hat halt immer Bilder gemacht. Und dann haben die ganzen Eltern gesagt, oh Kevin, wenn du so Bilder machst, dann brauchen wir das ja nicht mehr. Dann mach uns doch eine CD am Ende des Jahres und wir geben dir einen Obolus und gut ist. Und so hat es eigentlich angefangen beim Langlauf. Und er hat immer die ganzen Sportler fotografiert und hat dann halt, 20 Bilder halt auf eine CD gemacht und hat sie den Eltern halt gegeben. Mussten die halt nicht mehr fotografieren. Ich war früher im Weltcup. Ja, das ärgert Vanessa ein bisschen. Also am Ende ist es ja irgendwie so für uns beide auf jeden Fall cool, dass wir irgendwie so die Geschichte teilen können, dass jeder irgendwie seinen Part da übernimmt und ich glaube, dass wir das auch teilweise gut trennen können, weil jeder weiß, was er zu tun hat. Und irgendwie auch so, dass man sagt, die Emotionen, die er erlebt, sind ja teilweise auch ganz andere als ich sie erlebe, weil er sie durch die Kamera irgendwie teilweise so mitbekommt. Und ich bin da jetzt nicht neidisch oder keine Ahnung was, sondern dass es halt einfach cool ist, das zu teilen. Und die Zeit jetzt gerade können wir auf jeden Fall sehr gut teilen, also ob das jetzt beim Weltcup ist oder bei Olympia. Und selbst in Peking bei Olympia war das irgendwie super. Also wir haben uns eigentlich viel gesehen, konnten uns auch viel austauschen und so. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert sogar dort. Da geht es nicht auf den Sack. Was macht man, wenn man sich auf den Sack geht? Das ist gar nicht so. Nee, das irgendwie nur, dass man merkt, wenn wir uns brauchen. Das finde ich irgendwie so. Dass man dann irgendwie so die Connections mehr hat als andere. Also gerade ein spezieller Moment war ja dann nach dem 4. Platz bei Olympia. Da hat man Vanessa angesehen, okay, sie braucht gerade irgendjemanden, der kurz sagt, okay, es war doch alles super. Weil am Ende waren es nur 1,3 Sekunden hinter Bronze. Und ich stand halt im Ziel und da gab es eine Umarmung auf jeden Fall, die ist auch durch die Welt gegangen und das hat eigentlich alles ausgesagt in dem Moment. Da haben wir geweint hier. Go, go, go! So. Nicht gestellt oder so. Gut, reicht. Vorbereitung ist abgeschlossen. Jetzt langsam steigt die Anspannung und schauen wir mal, was rauskommt.
Thank you. Hey. Congratulations. Thanks. This was a good start, right? It was, yes. And also for Salomon. Congrats, Tony. Thank you. Good start. Congrats. Congratulations. Yeah. Good one. Wait. We have something before you go back. Kriegst immer was geschenkt, gell? Klasse, oder? Ja. You think he married? Merci. That's why he is here. Probably. Going around, picking up the presents. Achso, jetzt? You got already the new rifle bike? Yeah, no, 2. Two, yeah. Yeah. Two. He has one. No, Because yeah. it's- I need this for the cameras. So, thank you guys. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you, guys. Bevor wir jetzt zum Weltcup nach Le Grand Bonnard fahren, mache ich erst einen kurzen Abstecher in Annecy. Dort ist es der Hauptsitz von Salomon. Ist natürlich spannend, einfach mal hinter die Kulissen zu gucken. Da, wo die Schuhe hergestellt werden, aber auch die Ski. Und ja, jetzt freue ich mich drauf. Was brauchen Sie? Oh Scheiße, den habe ich nicht. Hi. Vanessa Vogt. I'm the same with because I'm here with my brother. Okay, no problem. So here. Wo du bist. Made in Germany. It's good. I'm a bro. That's fine. This pair is perfect. Perfect. Guten Morgen aus Le Grand Bonnard, der Weltcup in Frankreich. Für mich ist das so ein normaler Weltcup-Tag, also Arbeitstag. Ich komme rechtzeitig am Venue an, jetzt haben wir 9 Uhr, dann geht es einfach los. Vorab tue ich noch ein paar Sachen erledigen, für manche Kunden vielleicht auch, und dann schauen wir einfach mal, was der Tag so bringt. So, morning run. No trip, nothing. Salut, good morning. And to Simone, of course. Good morning, I have to pick up. Heute mal Eisschnelllauf, oder? Viel Spaß!
jetzt sind es noch 2-3 Minuten bis zum Start. Die Nervosität, die steigt allmählich etwas mehr. Also die ist eigentlich schon immer zum Anschießen da, aber jetzt halt ja, kurz vor dem Start noch 2 Minuten, dann 3-4 Minuten, bis sie hier langkommen und dann ja, ist auf jeden Fall die Nervosität sehr, sehr hoch. Ich denke, die Atmosphäre ist hier sehr speziell und ich hoffe, dass wir die gleiche Atmosphäre in Oberhof haben. Besonders am Biersteig natürlich, weil ich glaube, das ist relativ vergleichbar, auch wenn hier an der kompletten Strecke die Fans stehen und für alle eigentlich mitklatschen und die voranpushen. Auf geht's, Valletta, auf! Und auf. Hopp, hopp und nach vorne. Auf geht's, hopp. Und weiter, hopp. Und drüber, hopp, auf geht's, hopp und rum, hopp, hopp. Sehr gut. Ja, das war eigentlich, oder? Das war genau im Start ins Ende. Ja. Perfekt. Ja, heute war es irgendwie noch ein bisschen ruhig hier. Ich hoffe, das sieht dann ganz anders aus im Februar mit den ganzen schreienden Fans im Hintergrund und irgendwie ja, ist die Spannung jetzt schon da, die Vorfreude und ich hoffe, es wird ein volles Haus werden. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass das Stadion voll wird, weil wenn es voll wird, dann sind hier irgendwie um die 16.000 Zuschauer nur im Stadion und nochmal 10.000, 12.000 an der Strecke und wenn das wirklich da ist und hier laufen dann die Deutschen lang und dann hoffentlich auch Vanessa. Ich glaube, das wird dann eine Gänsehautatmosphäre, die man auf jeden Fall mit aufnehmen muss und die man für die Ewigkeit dann haben wird. Ja, aber es ist irgendwie aufregend, genau hier sich vorzubereiten, genau hier vom Anstieg hochzukommen und zu wissen, hier werden ganz viele Leute sitzen und einen hoffentlich zujubeln. Also alle werden nur für uns kommen. Die kommen alle nur für Vanessa und die kommen alle an die Strecke, um mich fotografieren zu sehen. Ready for a run? Let's go! Get. What the pink one. Oopsie doopsie.